Forza Horizon 5 nähert sich langsam aber sicher seinem Ende und eine Ankündigung von Horizon 6 könnte noch in den nächsten Monaten geschehen. Und da stellt sich natürlich die wildeste aller Fragen, wo wird es spielen? Viele wünschen sich ja Japan, aber auch China ist mittlerweile im Gespräch. Und warum das gar nicht so unrealistisch ist und ja, welche Hinweise es seitens der Entwickler gibt, darauf schauen wir heute mal. Ja, 3 Jahre ist es jetzt schon fast her, dass wir Horizon 5 bekommen haben und so langsam aber sicher hängt so ziemlich jedem die Map aus den Ohren. Ne, man hat da nicht mehr so viel zu tun und wünscht sich einfach im neuen Teil mit einer wesentlich krasseren Map. Und ja, Japan und China sind da so im Gespräch. Warum? Ist ja klar, weil irgendwie tauchen die immer wieder auf. Ne? Viele wünschen sich dieses Setting einfach, weil auch einfach mal riesige Abwechslung gebraucht wird bei Forza. Und ja, es gibt jetzt natürlich auch wieder im amerikanischen Raum zumindest schon wieder YouTuber, die haben Japan bestätigt. Derselbe hat aber auch China bestätigt. Also die bestätigen irgendwie mehrere Maps auf einmal, wo man sagen kann, ja, wir gehen hier langsam in die Richtung der GTA 6 Experten. Die labern ja auch nur rund um die Uhr Scheiße. Warum diese Länder aber doch nicht so unrealistisch sind, können wir jetzt mal genauer betrachten. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen Autos bekommen, die relativ ungewöhnlich für Forza waren. Da haben wir zum Beispiel den Dragster-Wagen oder der Evo, der jetzt vor kurzem kam, der Time Attack Wagen. Das sind Autos, die stechen extrem heraus, weil es gab noch keinen Dragwagen in diesem Format. Es gab zwar diesen Hot Wheels Camaro, aber der war ja auch bei weitem noch nicht so wie der neue Drag Camaro. Und der Evo ist ja quasi eine Rennmaschine, ne? Der besonders auch so auf dem Gebirge Bock macht. Also, wenn ihr den Wagen habt, müsst ihr damit mal den Berg hoch und runter fahren oder spielt einfach das Event, was ich hier habe. Da habe ich quasi eine Bergstrecke gebaut. Der macht auf jeden Fall richtig Spaß und ja. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob das vielleicht mehr oder weniger Hinweise auf die Zukunft sind oder nicht, weil ja, die haben ja früher schon gerne getestet in ihren Vorgängern, was im nächsten Spiel dann so passiert. Wir hatten zum Beispiel in Horizon 3 ein ganzes Schnee-DLC hier mit Blizzard Mountain und in Horizon 4 hatten wir auf einmal eine ganze Season Schnee. Ja, oder in Horizon 4 haben sie Super 7 am Ende mit dem Editor verbunden und in Horizon 5 haben wir auf einmal den Event Lab. Ne? Und jetzt kommen sie auf einmal mit Drag-Fahrzeuge, obwohl das Spiel an sich gar keine vernünftigen Drag-Rennen hat. Ne? Die haben halt Startpunkte von Drag-Rennen, wo du einmal geradeaus ballerst. Aber das war's. Ne? Da ist nichts mit Reifen warm machen oder sonst was. Und jetzt kommt dann auf einmal auch noch ein Wagen, der normal als Serie existiert im Spiel, als Rennwagen. Also so komplette Rennsau von einem Evo, ne? Und ja, du kannst halt viele Autos umbauen in dem Spiel, ne? Innenraum, da irgendwelche Überrollkäfige und so weiter, Breitbau. Aber trotzdem sind das ja dann keine Rennwagen wie dieser Evo jetzt. Also der Wagen ist quasi komplett neu. Das ist eine komplett neue Klasse eigentlich. Er fährt in der S2 Extreme Track Toys mit, aber der kann da überhaupt nicht mithalten mit diesem ganzen Meterschrott. Aber an sich, für sich alleine ist das schon ein krasser Wagen. Und wenn da noch mehr in Zukunft kommen, noch mehr solche Rennwagen wie der Evo, würde ich persönlich das abfeiern, weil du kannst diesen Wagen auch gar nicht so extrem tunen. Der hat nicht 5 verschiedene Motoren oder sonst irgendwas. Da geht nur so minimal was, ein bisschen Feintuning und gut. Ne? Und das hält den Wagen dann konkurrenzfähig. Also wenn man Rennen nur mit diesen Dingern fährt, gibt es da keine großen Unterschiede. Was bei anderen Autos natürlich schon ein bisschen sehr übertrieben ist. Du kannst 12-mal das gleiche Auto haben in einem Rennen mit dem gleichen Leistungsindex, aber alle 12 sind verschieden schnell, weil es einfach 5 Millionen verschiedene Varianten von Motoren und Getrieben, Zusammensetzungen da gibt. Das ist, ja, der Leistungsindex in Forza Horizon 5 ist einfach kaputt. So viel kann man sagen. Der nutzt schon mal gar nichts mehr. Ein anderer Punkt ist natürlich die Kultur. China oder auch Japan haben auf jeden Fall eine heftige Kultur und Geschichte. Und ja, seit Horizon 5, beziehungsweise war ganz Horizon 5 ja quasi auf Mexiko so aufgebaut, dass man da diese ganzen Story-Events rund um die Kultur und so hatte. Die waren zwar teilweise zum Erbrechen langweilig, aber ja, die hatten anscheinend Bock drauf, die Entwickler.
Und das könnte man natürlich in Japan oder China genauso groß wieder aufziehen. Wobei ich ja davon ausgehe, dass die meisten Spieler sich einfach eher eine richtig geile Location vorstellen. Traumvorstellung ist wahrscheinlich Japan mit irgendwie Tokio oder sonst was. Eine große Stadt mit heftiger Beleuchtung und so weiter. So wie ungefähr Hongkong in Test Drive. Oder, beziehungsweise nicht oder. Und dann am besten noch ein bisschen ländliches Gebiet mit einem Berg. Und ja, da denken jetzt einige vielleicht schon an Fushimi Kaido, was man aus Forza Motorsport 4 kennt. Also das wäre natürlich eine Traumkombination, wenn du da eine richtig geile Stadt hast, mit Industriegebieten, aber auch Hafen, bla bla bla, Innenstadtbereich. Ne, dann vielleicht noch Vorort. Dann, keine Ahnung, ein bisschen ländlich, weltliches Gebiet, ne, dass du schöne Waldstrecken auch hast. Und dann noch dieser Riesenberg, wo du da hoch und runter driften kannst und so weiter. Also, wenn ich eine Map bauen könnte, das wird wahrscheinlich so in die Richtung gehen. Ich hoffe, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, wie ich mir das vorstelle. Das wäre auf jeden Fall mal eine richtig wilde Forza-Map. Aber naja, das bleibt mal abzuwarten. Ein Hinweis auf China allerdings wären natürlich die China-Autos. Wir haben tonnenweise China-Autos bekommen, wo sich jeder fragt, warum? Keiner hat danach gefragt. Ja, hat Forza wahrscheinlich auch gar nicht vorgehabt. Kann auch sein, dass Hersteller aus China zu denen gekommen sind und gesagt haben, ey, wir bieten euch hier unsere Autos an, bla bla bla, weil die einfach Werbung machen wollten. Ne? Es ist nämlich nicht so, dass die Entwickler immer zu den Herstellern gehen. Manchmal kommen die Hersteller halt auch zu den Entwicklern und bieten ihre Autos an. Und das ist im Idealfall dann natürlich auch wesentlich günstiger für die Entwickler, ne? Wenn da schon der herkommt und sein Auto anbietet, weil die wollen halt Werbung machen. Ne? Wie ich schon sagte, die wissen ja, viele junge Leute spielen halt auch diese Spiele und wer weiß, der eine oder andere findet den Wagen dann vielleicht super toll und wird irgendwann ein kaufkräftiger Kunde, so denken die sich das. Und ja, ne, quasi Gewinnung von potenziellen Kunden. Klingt doof, ist aber so. Deswegen frage ich mich auch immer, warum manche Autohersteller einfach so einen Stock im haben und sich so anstellen. Die müssten eigentlich darum betteln, in das Spiel reinzukommen, um quasi für ihre Autos zu werben. Ne? Viele Marken oder Autos, die heutzutage berühmt sind, sind nur berühmt durch Videospiele. Ne? Man nehme zum Beispiel Nissan Skyline, Toyota Supra, Fast and Furious, BMW M3 GTR, Need for Speed. Ne? Viele Autos sind nur dadurch legendär geworden. Ne? Und naja, klar ist auf jeden Fall, die Entwickler können es nicht übersehen haben. Sie wurden in den Streams ständig zugespammt mit Japan und bla bla bla. Viele Event-Maps sind auf jeden Fall riesige Städte, meist auch japanische Städte, ne, oder auf Japan angelehnt. Also wenn die so tun, als hätten die nicht gewusst, dass die Community sich diesen Ort wünscht, dann leben die hinterm Mond wahrscheinlich. Keine Ahnung. Es bleibt halt abzuwarten, alles ist möglich. Nur hofft jeder halt, dass es nicht wieder sowas wird wie ja, in den letzten 5 Teilen quasi. Ne? Also ich meine, Horizon 1 bis 3 war ja eigentlich noch geil. Großbritannien war auch geil, wurde aber irgendwann langweilig, weil es ziemlich gleich aussah. Und Mexiko hat dasselbe Problem. Du bist die Map einfach ruckzuck satt, weil die kaum Abwechslung bietet. Du hast zwar gefühlt verschiedene Biome, aber alle wirken trotzdem irgendwie trocknet, irgendwie so, ja, Wasteland, keine Ahnung. Manchmal denkt man einfach, man ist in Fallout unterwegs. Aber was Horizon 6 allgemein angeht, wirft natürlich extra Fragen auf, weil sie meinten ja, Horizon 5 wird der letzte Teil sein, der auf der aktuellen Forza Tech Engine läuft, weil die echt an die Grenze gekommen sind, was die Engine angeht, und jetzt muss eine neue her. Jetzt haben sie natürlich eine neue, sieht man an Motorsport, aber was man leider auch sieht, ist, dass das Spiel ein reiner Totalschaden ist. Also jetzt nicht 100%ig schrottreif, aber da muss sehr viel dran gearbeitet werden. Dazu kommen wir nämlich auch in einem anderen Video dann demnächst nochmal. Da hat sich ja wieder einiges getan und wird sich noch einiges ändern. Und jetzt ist halt die Frage, brauchen die dafür nicht wahrscheinlich länger als 2-3 Jahre, weil die müssen ja auf der neuen Engine quasi auch wieder ihr Open World komplett neu aufbauen, weil wir wissen ja, die Physik ist anders als in Motorsport. In Motorsport hast du halt auch nur deine Rennstrecken und so weiter. Open World, fährst du Offroad, dann auf einmal wieder auf Straße oder fängt auf einmal an zu regnen und so weiter. Diese ganz viele verschiedene Mischverhältnisse und bla 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 bla. Es ist halt wirklich nicht zu vergleichen, so ein Rennstrecken-Rennspiel und ein Open-World-Rennspiel. Also wirklich zwei echt krass verschiedene Sachen.
Und das müssen die ja auch erstmal zum Laufen kriegen dann, ne? Und ja, die Engine hat ja anscheinend noch sehr viele Kinderkrankheiten. Da bin ich echt mal gespannt. Aber eins ist klar, die müssen auf jeden Fall liefern mit Horizon 6. Weil wenn es wieder so ein Copy and Paste wird gefühlt, wie Horizon 5 es halt war, wird es schwierig, ne? Es gibt ja auch Probleme, die bis heute nicht gepatcht worden sind. Zum Beispiel der Event Lab, der wird ja ständig geupdatet und so weiter. Und immer kommen die Events, aber immer mal wieder passiert es halt, dass manche Spieler die Props nicht sehen können. Und mit Props sind einfach diese Bauteile gemeint. Ihr könnt ja eigene Rennstrecken bauen, ne, setzt da irgendwelche Teile zusammen und so weiter. Und die laden manchmal nicht. Und dann fahren die Leute da entweder wie Geister durch die Wände oder sie werden einfach auf die originale Rennstrecke geladen. Also das sind Bugs, die gibt es seit Anfang an. Und die regen mich persönlich auch extrem auf, weil ich pump da keine Ahnung wie viele Stunden in eine Karte, will die dann mit den Leuten im Livestream fahren oder mit einfach so privat mit Kollegen. Ja, lädt bei denen nicht. GG, kannst du nicht spielen, funktioniert halt nicht. Ein Bug, der wirklich, den habe ich damals sogar mit Videoclips und allem drum und dran reportet, aber scheint nicht patchbar zu sein. Oh naja, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Wo es mir ja schon fast die Tränen in den Augen treibt vor Lachen, war, Alter, ich hatte letztens einfach drüber nachgedacht, wie witzig wäre das, wenn Forza Horizon 6 jetzt auch Hongkong als Stadt ausgewählt hat in China und Test Drive halt auch in Hongkong spielt, dann wäre irgendwie, ich weiß nicht, das wäre irgendwie komisch, ne? Aber genauso lustig wäre, wenn dann jetzt Test Drive mit Hongkong um die Ecke kommt und China ist ja schon, Forza mit Japan. Ja, da haben wir auf jeden Fall zwei wilde Thematiken in zwei verschiedenen Rennspielen. Das könnte lustig werden. Es kann aber auch sein, dass Forza wieder mit irgendeiner überlangweiligen Hinterhofbaracke da um die Ecke kommt. Irgend so ein Fleckchen Erde, wo einfach eigentlich gar kein Leben existieren dürfte. Ja, ich meine, Mexiko wirkt ja genauso ausgestorben. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Was wünscht ihr euch eher? China oder Japan? Oder glaubt ihr, das wird nochmal was ganz anderes? Vielleicht wieder irgendwas ultra langweiliges oder wer weiß, vielleicht gehen sie auch nach Amerika. Ne? Da gibt es ja genug Auswahl. New York, Imagine, sowas. Oder, ne? Wer weiß das schon. Und ja, eventuell kriegen wir ja dieses Jahr schon eine Ankündigung. Zeittechnisch würde es passen. Wir haben auch noch die großen Events natürlich vor uns. Xbox Showcase und so weiter und so fort. Und ja, Horizon 5 wurde uns ja genauso spontan und random, ohne Hinweis auf einmal präsentiert. Wäre natürlich toll. Also ich kann es kaum erwarten, den nächsten Teil zu sehen, weil ich wirklich die Schnauze voll habe von Mexiko. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Like nicht vergessen, um den Kanal zu unterstützen. Hilft immer sehr. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.